Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit. Heute machen wir 4 schnelle und gesunde Rezepte aus dem Airfryer. Mein Lieblings-Airfryer von Cosori, den Turbo Tower Pro Smart, habe ich euch ja schon öfters mal in ein paar Videos gezeigt. Den benutze ich auch heute wieder, ist einfach mein Favorite. Nicht nur, weil er super schön groß ist mit seinen 10,8 Litern Fassungsvermögen, sondern auch vor allem, das ist mein Favorite. Deswegen hatte ich lange keinen Airfryer mir geholt, weil ich einfach ja auch so ein bisschen der Meinung war, die sind vielleicht nicht ganz so gesund, aber dieser hier hat eine Vollkeramikbeschichtung. Das finde ich besonders toll und noch vieles mehr, aber dazu kommen wir später. Wir fangen jetzt erstmal an mit 2 Gerichten. Das ist nämlich super praktisch. Wir haben hier 2 Ebenen, das heißt, ich kann 2 verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Und wir machen erstmal 2 Frühstücksideen. Und zwar machen wir einmal Brötchen, ganz schnelle Brötchen, ohne Hefe, ohne Wartezeit, dass der Teig aufgeht, sondern wirklich sehr schnelle Brötchen. Diese hat mir übrigens meine Mama empfohlen. Die macht sie nämlich auch immer im Airfryer zu Hause. Und die habe ich noch nicht ausprobiert. Das sind auch so ein bisschen so proteinreiche Brötchen. Gehen eben super schnell, weil die ohne Hefe sind. Und ja, die machen wir einmal. Und dann machen wir einmal schnelles Granola. Auch das geht nämlich im Airfryer viel schneller, als wie ich das sonst immer so im Backofen und so weiter gemacht habe. Also erstmal legen wir los mit den beiden Sachen. Ich fange mal an, erstmal das Granola zu mischen. Ich glaube, ich mische das auch direkt hier drinne. Granola draußen kaufen ist gar nicht mal so günstig, deswegen lohnt sich das wirklich, das selber zu machen. Das ist super easy und ihr könnt es euch so gestalten, wie ihr das mögt. Ich nehme auch immer das, was ich gerade da habe. Ich nehme jetzt einen Teil zarte Haferflocken, gebe das auch direkt eben hier rein. Ich mache das auch wirklich nach Augenmaß. Ihr müsst da das gar nicht irgendwie so genau nehmen nach irgendeiner Rezeptur. Haut einfach alles rein, das wird schon. Dann habe ich hier einmal 5 Korn Haferflocken. Das sind nochmal verschiedene und die sind nochmal die kernigen. Ich mag so diesen Mix aus zarten und kernigen Haferflocken. Davon was. Dann zum Beispiel ein paar Kürbiskerne. Mag ich persönlich sehr gerne. Kokoschips. Und Mandeln. Hauen wir alle rein. Jetzt brauchen wir ein bisschen Fett. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr mögt. Ich nehme jetzt hier Kokosöl. Das habe ich ein bisschen schmelzen lassen, damit das Ganze auch knusprig wird. Auch hier Augenmaß. Einfach 2-3 Esslöffel. Und Süße nach eurer Wahl. Ich habe jetzt hier nur Dattelsirup da. Eigentlich wäre so ein bisschen ein hellerer Sirup, sowas wie Reissirup. Ihr könnt auch Honig nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach Dattelsirup. Wird zwar alles so ein bisschen dunkler, aber das macht nichts. Ihr könntet auch zum Beispiel einen Apfel reinreiben. Das gibt auch Süße. Und dann müsst ihr alles nur verrühren. Und in der Zwischenzeit mache ich schnell den Teig für die Brötchen und die packen wir nämlich nochmal oben mit dazu. Für die schnellen Brötchen brauchen wir eigentlich nur 3-4 Zutaten. Und zwar einmal den körnigen Frischkäse. Ihr könnt aber auch Quark oder Joghurt benutzen, was ihr mögt. Das ist so ein bisschen so die Proteinquelle. Aber das ist das, was meine Mama meinte. Sie meinte, mit dem körnigen Frischkäse werden die Brötchen irgendwie noch mal saftiger. Deswegen fand ich das Ganze jetzt so interessant. Dann haben wir hier Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl 630, 1 Teelöffel Backpulver und etwas Salz. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch aber wie immer unten in die Videobeschreibung. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch zusammen vermischen und daraus ein paar Brötchen formen. Ich bereite mir schon mal das Ganze hier vor. Lege hier ein kleines Backpapier rein. Da glaube ich ein bisschen zu viel Mehl. Ich hatte jetzt ein bisschen zu viel Mehl, deswegen mache ich noch ein bisschen Quark noch dazu. Wenn ihr dann einen geschmeidigen Teig habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt formen, wie ihr möchtet. Ich schaue mal jetzt, ich mache wahrscheinlich jetzt so 4 kleine Brötchen da draus. Oder 3. Guck mal. Ich mache jetzt nicht so kleine.
Mir ist gerade aufgefallen. Deswegen hat die Mehlmenge nicht ganz gepasst und das war ein bisschen zu trocken. Ich habe das Ei vergessen reinzumachen. Aber wir machen es jetzt ohne Ei. Ich meine, die anderen Protein-Bagels und so weiter, die ich oft gebacken habe, waren auch ohne Ei. Deswegen, wir machen es jetzt so und ich mache noch eine Variante mit Ei. Und dann können wir ja auch noch mal gucken, den Unterschied, ob das Ei jetzt so wichtig war. Aber ja, das Ganze mache ich jetzt hier oben rein auf die Backfunktion. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich jetzt wieder mein Bagel-Seasoning oder so aufmache. Wir lassen die jetzt mal so und machen die anderen noch mal mit Ei. Das Ganze darf jetzt einmal im Airfryer backen. Und der Vorteil hier beim Cosori Turbo Tower Pro Smart ist, dass ihr das Ganze übers Handy steuern könnt und so individuell die Zonen einstellen könnt, beziehungsweise auch super praktisch. Ihr bekommt hier nämlich auch Tipps, wie was zum Beispiel wie am besten gart, ob es jetzt Gemüse ist oder Fleisch. Ihr habt hier nämlich eine passende Kochtabelle. Mit dem Turbo Tower könnt ihr nämlich nicht nur die Heißluftfunktion benutzen, ihr könnt backen, braten, grillen, aufwärmen, dörren oder gären. Also auch super praktisch, wenn ihr zum Beispiel Teig macht. Ich benutze jetzt hierfür die Airfry-Funktion, mache das jetzt auch eigentlich auf Full Power und ich denke, ich starte mal mit 10 Minuten. So, und diesmal vergessen wir das Ei nicht. Und dann gucken wir mal, mit oder ohne besser schmeckt. Lasst das Granola nicht aus den Augen. Das geht nämlich im Airfryer super schnell. Das ist ja eben das Praktische. Falls ihr keins habt, hier geht es einfach super schnell als im Backofen. Das braucht auch nicht mehr lange. 3 Minütchen reichen. Also das Granola geht wirklich super schnell im Airfryer. Wenn ich das im Backofen mache, dauert das immer so um die 30 Minuten und hier waren es nicht mal 8 Minuten. Also es war schon grenzwertig hier. Ist ein bisschen extra kross geworden. Machen wir das mal ein bisschen auf den Teller, damit das ein bisschen abkühlen kann und dann können wir das umfüllen. Und dank der Keramikbeschichtung bleibt hier nichts kleben. Ist super einfach zu reinigen. Ich brauche das jetzt zum Beispiel nur auswischen und das war's. Die ersten Brötchen sind jetzt fertig. Die holen wir mal raus zum Abkühlen. Sind auf jeden Fall schön aufgegangen. Sehen ein bisschen aus wie Kartoffeln. Vielleicht mit ein bisschen Bagel-Seasoning sehen die doch besser aus. Und super praktisch eben auch, ich habe die Benachrichtigung übers Handy bekommen und kann auch hier eben alles einsehen und steuern. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit in der Küche am Airfryer stehen, sondern kann auch von den anderen Räumen gucken, wann sind die Brötchen fertig. Und wenn sie fertig sind, dann bekomme ich eben auch die Info auf dem Handy. Bin gespannt. Jetzt könntet ihr noch zum Beispiel Rosinen oder Trockenfrüchte, also alles, was nicht mitgebacken werden muss, noch mit dazugeben. Ansonsten ist das Granola fertig in nur 8 Minuten. Umfüllen und fertig. Davor war ich immer so faul, weil ich habe halt immer, ich habe das mal vielleicht gesehen in einem Blog, da hatte ich ja 2 oder 3 große Bleche gemacht und die ganze Zeit mit den riesen Blechen hin und her und das hat, wie gesagt, so eine halbe Stunde gedauert. Dann mache ich das lieber so schnell alle paar Tage mal frisch, als immer diese aufwendige große Menge, finde ich viel praktischer. Wir machen Risiko. Oh, das wird nichts. Rüberguckt. Dann schauen wir uns mal die Brötchen an. Also könnt ihr auf jeden Fall ruhig ein bisschen platter machen. Die gehen richtig schön gut auf. Jetzt gucken wir einmal die ohne Ei, wie die geworden sind. Also sind auf jeden Fall schön fluffig. Also ich denke schon, das geht auch ohne Ei. Ja,
Die sind schön weich und fluffig. Können wir gleich mal den Geschmackstest machen. Und hier sind einmal die mit dem Ei. Sehen jetzt ein bisschen hübscher aus, vor allem wegen dem Bagel Seasoning und weil ich die aufgeschnitten habe, aber die sind sehr hoch gegangen. Also kann man die ruhig ein bisschen platter drücken. Ich denke, das Ei, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Unterschied macht. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr Proteine. Ja, hier haben wir ein bisschen größere Porung im Vergleich. Aber beides schön saftig, finde ich. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob ihr da jetzt ein Ei reinmacht oder nicht. Können wir mal geschmacklich gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Ich will so ein Stück probieren. Immer am besten mit Butter. Das ist noch richtig warm hier. So, gucken wir mal erstmal ohne Ei. Sehr gut. Falls ihr kein Ei zu Hause habt, es geht auch ohne Ei. Also schmecken wirklich sehr gut. Also schmecken wirklich auch so wie die Protein-Bagels, Brötchen, die ich sonst immer mache, wo ich statt dem körnigen Frischkäse eben Joghurt oder Quark benutze. Hier ist so, das meinte nämlich meine Mutter, durch den körnigen Frischkäse entsteht halt einfach nochmal mehr solche Löcher und so, weil der eben körnig ist, der Frischkäse. Das ist so der Unterschied. Geschmacklich sind jetzt die besser wegen dem Bagel Seasoning. Schmecken die jetzt besser? Also, ich schreibe euch das Rezept mit dem Ei rein, aber ihr könnt das Ei weglassen. Macht ein bisschen mehr dann von dem körnigen Frischkäse oder Quark dazu. Beides top. Beides kann man essen. Also hier wirklich sehr, sehr praktisch, dass es eben super schnell geht. Dass ihr hier keine Teigruhe habt. Ihr wollt morgens schnell Brötchen euch machen, dann geht das super, super schnell. Jetzt starten wir mit den nächsten beiden Rezepten. Und zwar einmal mein liebster Gemüsepuffer aus dem Airfryer. Das mache ich mir so, so oft. Ob zum Frühstück, Mittag oder Abendessen. Das gelingt einfach im Airfryer nochmal so richtig gut. Und man muss nicht die Pfanne immer dreckig machen. Und man braucht nicht so viel Öl. Ich finde das so praktisch. Und die Kombi, die ich verwende, müsst ihr unbedingt nachmachen. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ihr könnt das ja immer variieren. So ein Gemüsepuffer, ob ihr den jetzt nur aus Kartoffeln oder nur aus Zucchini macht. Ich mag sehr, sehr gerne meine Kombi und zwar aus Zucchini, Karotte und Kartoffel. Dann tue ich noch frische Kräuter dazu. Müsst ihr aber nicht, könnt ihr aber machen. Schmeckt immer lecker und zwar ein bisschen frischen Dill, frische Petersilie und Lauchzwiebeln. Ihr könnt aber auch noch eine Zwiebel reiben oder ja, irgendeine andere Zwiebel. Ich mag schon, wenn da Zwiebel reinkommt. Dann kommt da ein Ei dazu und für die Bindung zarte Haferflocken. Aber ihr könnt auch Mehl eurer Wahl verwenden. Vollkornmehl, Dinkelmehl, was auch immer so ein bisschen, damit das Ganze dann auch noch mal besser gebunden ist. Und einfach würzen nach Geschmack, Salz, Pfeffer. Und das war es eigentlich auch. Das machen wir einmal im Airfryer in der einen Zone. Und in der anderen machen wir uns direkt einen Nachtisch. Es ist wieder sehr quarklastig, aber ich habe noch nie im Airfryer Quarkbällchen gemacht. Und ich liebe Quarkbällchen, aber ich bin selber eigentlich immer zu faul, die zu machen, weil ich keine Lust habe, so viel Öl zu erhitzen. Also ich mag generell nicht frittieren, also so in Ölsachen auszubacken, wo man so super viel Öl benutzt und so weiter, mag ich nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und es ist auch noch das eigene Rezept hier vom Cosori Airfryer. Und zwar super praktisch. Ihr könnt auch hier die Portionsgröße auswählen. Ich mache jetzt hier mal 4 Portionen. Und zwar kommt hier Vollkornmehl rein. Ich habe jetzt Dinkel genommen, Backpulver, Magerquark, Milch, Honig und eine Prise Salz. Und da machen wir jetzt einen kleinen Teig, sprühen die Quarkbällchen aber ein bisschen mit Öl ein. Soll ja schon ein bisschen Dings sein, aber es soll nicht in Öl schwimmen. Das ist der Vorteil. Und dann machen wir beides wieder gleichzeitig rein und dann werden wir sehen, wie das Ganze wird. Wie meine Zucchini-Puffer werden, weiß ich ja schon, aber auf die Quarkbällchen bin ich sehr, sehr gespannt. Dann machen wir jetzt mal schnell den Teig zusammenrühren. Mehl, Backpulver, eine Prise Salz. Und dann habe ich hier Honig, bestimmt auch eine Süße nach eurer Wahl nehmen. Das ist dann jetzt nochmal so ein bisschen die bessere Variante. Und Quark, ich habe jetzt hier 250, da soll jetzt aber 200 rein. Oh, wie immer ein bisschen Augenmaß, ne? Und etwas Milch. Und ich habe nebenbei die ganze Zeit jetzt von den körnigen Frischkäsebrötchen genascht. Die sind wirklich super lecker. Also beides, mit Ei oder ohne Ei. Finde ich sehr, sehr schön, das Rezept. Könnt ihr definitiv nachmachen. Also auch der Teig ist super schnell gemacht. Das finde ich richtig praktisch. Und ich bin echt gespannt, wie die werden.
So, ist das zu groß? Die werden ja auch noch aufgehen, ne? Egal. Dann machen wir halt große Quarkbällchen. Jetzt sprühen wir die Quarkbällchen einmal schön mit Ölspray ein. Ich habe jetzt hier reines Kokosöl. Könnt ihr aber auch was anderes nehmen. Ein bisschen Öl braucht das, denke ich schon. Für eine Portion nehme ich jetzt circa so eine halbe Zucchini, eine mittelgroße Kartoffel. Ich habe jetzt hier 2 sehr kleine und eine kleine Karotte. Was ihr noch dazugeben könntet, wäre jetzt auch wieder körniger Frischkäse zum Beispiel, wenn ihr noch mehr Proteine haben wollt. Oder was auch noch sehr gut passt, ist ein bisschen Feta-Käse mit rein zu bröseln. Schmeckt auch sehr lecker. Oder auch so ein bisschen geriebenen Käse. Aber ich lasse das jetzt so. Ich mache jetzt hier den restlichen Klecks vom Quark auch noch mit dazu. Dann ist das aufgebraucht. Macht das Ganze auch noch mal ein bisschen saftiger. Dann ist, glaube ich, überall Quark jetzt drin gewesen, oder? Außer am Granola. Den gibt es dann unter dem Granola gibt es den Quark oder Joghurt dann. Dann sprühen wir hier auch einmal aufs Backpapier ein bisschen Öl rauf und dann darf das Ganze hier schon rein. Dann darf das Ganze einmal bei Airfry-Funktion und let's go. So. Wenn der Zucchini-Puffer dann schon mal Farbe hat, dann wende ich den einmal, weil ich möchte, dass der von beiden Seiten schön kross ist. Den zweiten Teller zur Hand. Und dann darf der wieder zurück. Und ich sprühe den auch noch mal von der Seite mit etwas Ölspray, damit er eben schön knusprig wird. Die Quarkbällchen sind schon mal fertig. Die lasse ich auch kurz abkühlen. Und auch der Gemüsepuffer ist ready und kann angerichtet werden. Ich sag's euch, das ist ein Gemüsepuffer. Schön riesig und super lecker. Und auch den serviere ich immer gerne mit Kräuterquark. Ich habe jetzt hier so fertigen da. Aber wenn ich den nicht da habe, mache ich auch mal Skyr oder Joghurt und würze mir den einfach mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein paar Kräutern. Finde ich immer, passt sehr, sehr lecker zu so einem Gemüsepuffer. Das waren meine 4 super schnellen Rezepte aus dem Airfryer. Wie der Zucchini-Puffer schmeckt, das weiß ich. Den esse ich nämlich ganz, ganz oft. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Vollkorn-Quarkbällchen, die nicht in Öl geschwommen sind, wie die schmecken. Also da bin ich jetzt gespannt. Essen ist gerade für mich noch so anstrengend, kriege nämlich keine Luft durch meine Nase. Ganz fit bin ich noch nicht, meine Lieben. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich denke mal, dadurch, dass hier auch Vollkornmehl ist, also 100% Vollkorn, ist es nicht ganz wie die Quarkbällchen, die man so kennt, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr lecker. Ich finde die Süße sehr gut. Ich habe jetzt hier oben Puderzucker noch mal drauf gemacht. Trotzdem sind die sehr, sehr lecker. Die könnte man auch so noch größer machen und so als süße Scones oder so essen. Mit Marmelade noch dazu, finde ich. Kann man auf jeden Fall nachmachen. Ihr könnt im Turbo Tower Pro Smart nicht nur einfach super schnell auf 2 Ebenen kochen, ihr könnt sogar ganze Gerichte kochen durch eben die 3 verschiedenen Ebenen, die ihr benutzen könnt. Also Hauptgericht, Beilage und sogar Dessert, alles in einem Durchgang. Ich finde es einfach genial, dass man ein komplettes Menü aus nur einem Gerät bekommen kann. Gesünder, einfacher und total alltagstauglich. Egal ob für Singles, Paare oder für die ganze Familie wie bei uns.
Falls ihr euch den Cosori Turbo Tower Pro Smart mal anschauen wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich habe ihn euch dort verlinkt und ihr findet auch alle Rezepte und ihr findet auch alle Mengenangaben zu den Rezepten unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch haben die schnellen Rezepte heute gefallen. Falls ihr das öfters sehen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Falls ihr Lieblingsrezepte habt, die ihr regelmäßig im Airfryer macht, könnt ihr mir auch sehr gerne Bescheid geben. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!